Wir sind die Firma Duisburg Packing Logistics, eine 100%ige Tochter vom Duisburger Hafen. Wir machen Industrielogistik und Industrieverpackung. Wenn ein Kunde eine Großmaschine oder Anlage versenden möchte, die nicht in den Karton passt oder in den handelsüblichen Karton passt, müssen halt Kisten hergestellt werden. Das ist dann halt meistens aus Holz. Das können einzelne kleine Kisten sein für Kunden, die Spezialteile versenden, aber auch Großprojekte für deutsche Anlagenbauer, die komplette Anlagen wie Zementwerke in die Welt exportieren. Wir haben eine Opticat-Maschine von Weinig gekauft. Das ist halt eine Ablenksäge, die eine automatische Zuführung hat, die von draußen bestückt wird. Wir haben die neue Säge verknüpft mit einem Umzug der Fertigung auf dem Gelände, hatten so auch neue räumliche Gegebenheiten und wollten da auch vieles für die Mitarbeiter tun, dass wir weniger Staplerbewegungen in der Halle haben, dass wir es so hinbekommen, einfach arbeitssicherheitsmäßig uns weiterzuentwickeln. Das heißt, wir haben teilweise Produktionsprozesse optimieren können, dadurch, dass wir früher Bodenbretter an einer separaten Säge geschnitten haben, was jetzt nicht mehr notwendig ist. Das macht jetzt halt die Opticat mit. Der Vorteil, den diese Säge aktuell bietet, ist halt, dass ich die Aufträge sauber sortieren kann. Ich kann mehrere Kisten zusammenfassen, kann meinen Verschnitt hinten raus optimieren und habe dann quasi die Kisten auch gebündelt in der Produktion auf einer Palette liegen, dass der Mitarbeiter halt keine Suchzeit mehr hat. Unser Konzept mit der Zulaufsteuerung, mit der Entwicklung softwareseitig, waren wir relativ schnell an dem Punkt, dass wir in Weinig einen Partner gefunden haben, der einfach ein Stück weitergehen kann, der uns versteht und das auch weiterentwickelt. Und dann auch uns einen Kollegen beiseite gestellt hat, der sowohl Software und Hardware miteinander verknüpfen konnte und die Prozesse auch verstanden hat. Durch die Anschaffung der Maschine haben wir halt die Möglichkeit, es wird ein Barcode mit aufgedruckt auf das Kantholz und in der Bodengruppe, also in dem Baubereich an der Arbeitsstation, ist halt ein Tablet vorhanden, wo das eingescannt werden kann. Das heißt, da haben wir definitiv eine Papierersparnis. Sicherlich war es für Kollegen neu, dass plötzlich im Stapler ein Tablet hängt und das Tablet gibt sehr klar vor, ich nehme jetzt genau die Länge von diesem Stapel und das kommissioniere ich genau in dieser Sequenz. Aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich habe keine Abgase mehr in der Halle. Das Holz wird zur Säge zugeführt per einfachem Knopfdruck. Ich bedrucke das Holz, ich muss es nicht mehr beschriften. Das sind also viele Kleinigkeiten. Also es ist vom Prinzip her ist alles ergonomischer geworden, dadurch, dass die Säge halt höhenverstellbar ist. Und im Bereich der fertig geschnittenen Hölzer, die Hölzer rollen auf den Kollegen zu. Er muss sie nur noch abnehmen, was es auch einfacher macht, als vorher von einem Tisch runterzuheben. Ich habe den Vorteil, dass ich im Winter alle Tore zu habe, weil ich nicht ständig Staplerverkehr gewährleisten muss, weil er halt draußen stattfindet. Was sich softwareseitig geändert hat, ist der Punkt, dass man immer einen echt Lagerbestand da hat. Das heißt, man kann auch viel besser das Material nachbestellen. Dann haben wir schon einen Vorteil dadurch, dass wir Reklamationen einfach besser abwickeln können. Wir können genau sagen, das Paket ist von dem Hersteller gekommen mit dem Lieferschein, wenn jetzt irgendwelche Mängel dran sein sollten. Dass das Holz in der Fertigung bedruckt wird mit einem 2D-Barcode und wenn das Holz dann an den Montageplätzen ankommt, dass wir kein Papier mehr haben, sondern dass der Mitarbeiter mit einem Tablet das Holz anscannt und er kriegt sofort alle Zeichnungen, alle Unterlagen auf dem Tablet, kann sein Bauteil fertigstellen, drückt auf den Knopf beendet und wir wissen, es ist fertig gebaut und können es ausliefern. Das heißt, vom Prinzip her hat auch der Einkauf natürlich jetzt Einsicht durch die B-Store-Applikation, die wir bekommen haben. Das ist ja die Lagerverwaltungssoftware. Hat der Einkauf halt einen Einblick auch über einen Echtzeitbestand und kann dementsprechend auch eventuelle Spotmengen auf dem Markt kaufen, um da halt auch Materialersparnis zu bringen. Bietet natürlich auch Vorteile für uns selber in der Produktion, auch für eine Inventur monatlich, die wir machen können, weil wir ja immer im Echtzeitsystem arbeiten, wissen wir genau, wie viel Material wir letztendlich immer auf Lager haben. Früher war das sehr viel Papier, heute drücken wir auf den Knopf und können sagen, die Kiste vor 1,5 Jahren gebaut, da ist von dem Sägewerk das Holz drin, dann und dann Hitze behandelt und da ist was von dem Holzhändler drin. Wir haben eine volle Nachverfolgbarkeit, welches Holz wir verarbeitet haben, was elementar wichtig ist und auch sicherlich in der Branche in der Zukunft immer wichtiger werden wird. Das ist alles vom Prinzip her transparenter geworden, ne? Das ist halt ein gewisser Automatismus. Ne? Die Weinigsäge bietet uns halt den Vorteil, dass die AV komplett aus dem Büro heraus erfolgen kann. Es ist das Konzept, was uns überzeugt hat, nicht die einzelne Säge. Es wird definitiv digitalisierter werden, ne? Das heißt papierloser, dass wir dann letztendlich unterm Strich natürlich klar ein höheres Output kriegen. Ne? Ich glaube, wir haben viele Schritte in den letzten Jahren gemacht, die richtig sind. Und das hat manchmal vielleicht nicht perfekt geklappt, weil wir schon viele Dinge schnell verändert haben. Aber ich glaube, wir haben eine gute Basis geschaffen, wo wir in einem ziemlich harten Wettbewerb bestehen können, wo wir uns weiterentwickeln können, wo wir näher am Kunden Lösungen haben und verkaufen können.